Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen mit Werken aus unseren Sammlungen, die Geschichten erzählen. Und zwar ganz im Sinne politischer Relevanz. Ein herausragendes in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen nun vorstellen. Napoleon Bonaparte auf dem Rücken seines hochrepräsentativen, feurigen Pferdes beim Überwinden des großen St. Bernhard. So sprengt dieser kleine Korse, der sich aufgeschwungen hat, zu einem der gefürchtetsten und bedrohlichsten Politiker und Feldherren seiner Zeit. Wie eine glühende Walze hat sich Napoleon Bonaparte über Europa drüber gerollt und die ganze Welt steht still. Im ersten Moment möchte man meinen, Werbung, PR, Kommunikation, Marketing, diese Phänomene unserer Zeit würden bereits im Klassizismus mit Bravour und unglaublicher Könnerschaft praktiziert worden sein. Und mit diesem Bild von Jacques Louis David, jenem politischen Gefolgsmann Napoleon Bonapartes, einem Jakobiner, also einem, der das Ancien Regime mit seinen Gleichgesinnten als politischer Kopf bekämpft, indem er seine Kunst einsetzt, kreiert der Künstler ein Werk, das in seiner Erzählkraft und Ausdrucksstärke getrost wie ein Werbefilm unserer heutigen Tage im Sinne der übelsten Propaganda interpretiert werden kann. Napoleon Bonaparte, selbstbewusst, mit festem Blick und nicht minder in sich ruhendem Sitz auf dem Sattel seines sich bäumenden Pferdes, deutet gelassen, ruhig und wissend genau dahin, wo seine Truppen, mehrere tausend Mann, über den großen St. Bernhard hinziehen sollen. Die Zügel in der zweiten behandschuhten Hand festhaltend, wird diese große Geste eines Mannes, der grundsätzlich immer zu wissen scheint, wohin der Weg gehen soll, noch von einem blähenden Wind unterstützt, der sowohl den Schweif des Pferdes, seine Mähne, aber auch den wohlweislich roten Mantel des imperatorenhaft dargestellten Feldherrn in die richtige Richtung bläht und wehen lässt. Er zeigt über den großen St. Bernhard, den Napoleon Bonaparte nicht als erster überwunden hat. Nun, die Referenzen, die uns Jacques Louis David im Auftrage des Politikers, des Erneuerers, des Revolutionären und später des Königs der Franzosen hier zeigt und darstellt, ist Teil des Programms und der Komposition. In den Felsen des Passes hineingeschlagen und graviert 3 Namen, die in Abfolge programmatisch zueinander gestellt sind, nämlich Carolus Magnus, Hannibal und Bonaparte in Abfolge zueinander gefügt. Wir sehen, das Programm ist ganz im Sinne einer Werbeeinschaltung sehr, sehr eindeutig und klar formuliert. Und dann Details, die alles andere als glaubwürdig, aber in der Erzählung stark und gut sind. Das Pferd, das sich hier aufbäumt und seine ganze Kraft demonstriert, auf eisigen Platten, auf einer Stufe. In Wirklichkeit droht es, nach hinten überzustürzen und den Feldherrn unter sich zu begraben. Aber in der Fiktion ist nahezu alles erlaubt. In festlicher Kleidung, geschmückt mit dem Zweispitz in napoleonischer Manier auf seinem Haupte, zeigt uns hier dieser wesensstarke Mann mit besonderen Fähigkeiten, der angeblich sogar im Sattel seines Reittieres in der Lage war, sich zu erholen, indem er kurzes Powernapping betrieb. Dieser Napoleon Bonaparte geriert sich hier zu einem politischen, durchschlagskräftigen, gefürchteten Mann zu einer Zeit, als er noch beileibe nicht so erfolgreich war und noch lange nicht sich selbst gekrönt hatte. Nichtsdestotrotz, die Staffagefiguren im Hintergrund, die wir hinter dem Schatten des Pferdes erhaschen können, sind damit beschäftigt, mannstark Kanonen über den Pass drüber zu schieben und drüber zu ziehen. Alles surreal, irreal,
Fiktion nicht glaubwürdig. Selbstverständlich hat man solch Kriegsgerät in seine Bestandteile zerlegt, und zwar das Gusseisenrohr in einen Baumstamm drüber geschleppt und die anderen Bestandteile wie die Lafette ebenfalls auf den Schultern über den Pass gehievt. Nun, Marketing, PR, Propaganda sind keine Phänomene unserer Zeit. Ein Napoleon Bonaparte wusste bereits, später wird er in der österreichischen Geschichte eine wichtige Rolle spielen, genau diese Dimensionen zu nutzen. Überzeugen Sie sich von der Aura des Bildes und von seiner überspitzten Erzählkraft. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der österreichischen Galerie Belvedere.